Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops und auch, welche Besonderheiten es am Gerät vielleicht gibt, was ihr beachten müsst, ob es Tipps und Tricks gibt, beim Öffnen des Gerätes zum Beispiel oder auch beim Ausbau von Komponenten. So, ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen und ihr merkt, dass es im Grunde genommen gar nicht so schwer ist, einen Laptop aufzumachen. Legen wir los. Okay, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein T590. Und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber bevor wir irgendetwas anderes tun, ziehen wir erst einmal den Netzstecker vom Laptop. Und wie bei den meisten Laptops finden wir die eigentliche Modellnummer auf der Rückseite vom Laptop. Und zwar ziemlich klein gedruckt, genau hier, ThinkPad T590. Bei diesem Modell findet ihr die Modellnummer aber auch noch am Displayraum direkt hier. Bevor wir jetzt anfangen, das Gerät aufzuschrauben, möchte ich euch noch kurz exemplarisch zeigen, wie man eine Tastatur austauschen kann bei diesem Gerät, weil das nämlich ziemlich einfach geht hier. Und zwar müssen wir dafür als erstes diese Schraube hier auf der Rückseite lösen. Dann muss man die beiden Touchpad-Buttons lösen und die kann man einfach, wenn man da ein bisschen drunter geht, tatsächlich einfach abziehen, wie man hier schön sieht. Ja, und dann kann man die Tastatur ein bisschen nach innen schieben, hochhebeln und einfach rausnehmen und so ganz einfach tauschen. Und übrigens ist bei den neuen Tastaturen auch immer eine sehr gute Anleitung mit dabei. So, ich mache das schnell wieder drauf hier, das geht ganz einfach. Ja, und wenn wir das Gerät hier gerade schon mal so aufgeklappt haben, auch das Display lässt sich sehr einfach tauschen. Dafür muss man nämlich nur den Frontraum, hier markiert, abnehmen und dann kann man das Display tauschen. Gut, dann wollen wir jetzt aber mal daran gehen, das Gerät zu öffnen. Und dafür muss man diese Schrauben hier lösen. Und man muss, bevor man das Gerät öffnet, den Slot für die SIM-Karte rausnehmen, den man hier gut sehen kann. Man kann dafür eine Büroklammer nehmen, die man so ein bisschen aufgedreht hat. Ich nutze jetzt hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Das gibt es auch bei uns im Shop und ich verlinke euch das auch, falls ihr da Interesse habt. Und ja, dann geht man einfach mit diesem Stift und vielleicht kennt ihr das auch vom Handy und öffnet damit einfach einmal reindrücken den Schacht und ja, dann hat man das auch schon raus. So, um jetzt die eigentlichen Schrauben zu lösen, nehme ich einen Kreuzschlitzaufsatz und zwar einen PH0, wie ihr hier im Bild sehen könnt. Eine Besonderheit bei dem Gerät ist, dass man die Schrauben nicht vollständig herausnimmt, sondern sie tatsächlich nur löst. Die bleiben also im Gehäuse und man muss nur schauen, dass sie wirklich locker sind und Spiel haben. Dann weiß man, dass sie richtig gelöst sind. Als nächstes schauen wir mal, wo genau eigentlich die Gehäuseunterseite mit dem Gehäuse verbunden ist. Denn genau da muss man dann rein und das abhebeln. Ich nehme dafür einen flachen metallenen Gegenstand und man kann das gut erkennen hier. Ich versuche da jetzt eine Öffnung zu schaffen. Da muss man ein bisschen hebeln und ein bisschen hin und her wackeln. Man braucht ein bisschen Kraft, aber ja, man sollte das zwar vorsichtig machen, aber man kann ja hören, es knackt und knirscht dabei, da geht nichts kaputt. Das ist wirklich nur, wenn die Halterungen dann rausspringen und ja, so öffnet man dann das Gerät. Und da arbeite ich mich jetzt einfach einmal drum herum. Ich mache das jetzt hier im Schnelldurchlauf. Ja, und hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, da merke ich ein bisschen Widerstand. Das will nicht so richtig aufgehen und das liegt jetzt einfach daran, da habe ich tatsächlich die Schrauben nicht ganz rausgedreht. Da waren sie noch ein kleines bisschen drin.
Also ja, nicht mit Gewalt dann versuchen zu öffnen, lieber nochmal gucken. In dem Fall schraube ich jetzt einfach die Schrauben nochmal ganz raus, beziehungsweise löse sie und dann geht das ganz einfach. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Ich drehe das jetzt mal schnell um. Ich mag gerne den Akku unten sitzen haben. Ja, und wenn wir gerade vom Akku reden, das ist dieses Teil hier. Hier sehen wir das Kabel, das den Akku mit dem Mainboard verbindet. Ja, hier können wir den freien RAM-Slot sehen. Da ist jetzt einfach so eine Schutzhülle drüber. Und ja, nebendran haben wir die SSD. Und gut zu sehen hier natürlich auch der Lüfter und der Heatsink, der jetzt in dem Fall die CPU kühlt. Ja, hier drüben unter der Schutzhülle befindet sich das LTE-Modul. Ja, und hier können wir noch das WLAN-Modul sehen mit den beiden Antennen. Gut, doch bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, trennen wir auf jeden Fall erstmal den Akku vom Mainboard, damit das Gerät wirklich keinen Strom mehr hat. Das ist immer ganz wichtig. Und dafür lösen wir diesen Stecker hier. Da ist es am besten einfach links, rechts so mit den Fingernägeln ein bisschen dran zu greifen und das dann hin und her zu wackeln. Man kann auch am Kabelbund unten ein bisschen ziehen und wackeln, bis man dann den Stecker raus hat. Um den Akku jetzt auszutauschen, muss man als allererstes diese 3 Schrauben hier lösen. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Und dann zeige ich euch kurz von nahen, dass der Akku hier quasi drin hängt in diesen kleinen Ösen. Und ja, um den Akku rauszunehmen, muss man den einfach wirklich nur komplett nach oben schieben und dann kann man ihn einfach rausheben. Okay, bei diesem Modell ist der Arbeitsspeicher auf die Platine gelötet. Man kann aber einen zusätzlichen RAM-Riegel einbauen und den würde man einfach hier reinschieben und nach unten in die Klammern drücken. Hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein, macht die Schraube auch wieder fest und fertig. Gut, was sehen wir noch? Wir sehen hier unten noch das Touchpad, das sich auch einzeln lösen lässt. Da muss man nur diese 4 Schrauben rausnehmen. Und ja, man muss das Kabel hier lösen. Da möchte ich nur kurz sagen, dass den Kippstecker, also nicht einfach rausziehen, ja, die muss man erst von unten so ein bisschen drunter greifen und dann nach oben klappen. Und dann kann man das Kabel rausziehen. Und auch wichtig beim wieder reinstecken von dem Kabel, da ist so eine weiße Linie. Bis da muss das Kabel auch wirklich wieder drin stecken. Und wenn man nicht in der einen Hand eine Kamera hat und das nur mit einer Hand machen will, geht das eigentlich auch ganz einfach. Und ja, wenn man das dann richtig drin stecken hat, klappt man es wieder zu und dann ist das auch sicher wieder verbunden. So, der Lüfter an sich lässt sich bei diesem Gerät nicht einzeln tauschen. Dafür muss man wirklich alles ausbauen, also auch den Heatsink. Man muss diese 4 Schrauben hier lösen, dann natürlich das Kabel abziehen, diese eine Schraube hier auch noch. Ich zeige das jetzt nur mal exemplarisch. Bei dem Kabel, das ist sehr dünn, da muss man aufpassen, nicht am Kabel selber ziehen. Auch wieder so ein bisschen links, rechts wackeln am Stecker selber, bis man ihn draußen hat. Ja, und dann muss man wirklich den kompletten Lüfter und Heatsink als Einheit runternehmen. Und ja, die Wärmeleitpaste ist beim neuen Lüfter mit dabei, die dann auf die CPU mit drauf kommt. Und auch Anleitungen findet ihr da im Internet. So, bevor wir das Gerät jetzt wieder zumachen, bauen wir natürlich den Akku wieder ein. Und auf jeden Fall nicht vergessen, auch das Kabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden, sonst geht da gar nichts. Da kann man auf jeden Fall nochmal genau schauen, dass der Stecker auch wirklich ganz drin sitzt. Und dann kann man den Deckel wieder auf das Gerät drauf drücken.
Und da muss man den muss man fest reinpressen, bis man das Knacken hört, dass es einrastet. Auch in der Mitte auf jeden Fall, das sind auch nochmal ein paar Einraststellen. Und einfach zur Sicherheit nochmal einmal um das Gerät rumgehen, schauen, dass wirklich alles press liegt und alles eingerastet ist. Und dann kann man die Schrauben wieder anziehen. Auch hier Schnelldurchlauf. Und ja, am Ende nicht vergessen, den SIM-Karten-Slot wieder reinzumachen. Braucht man kein Werkzeug für, kann man einfach reinstecken. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.